Ja, das ist Musculus. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute mit einem ganz besonderen Thema, nämlich Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt bei Menschen mit spinaler Muskelatrophie, SMA. Ja, das geht. Und dazu haben wir eine Spezialistin eingeladen. Begrüßen wir Frau Doktorin Maggie Walter. Herzlich willkommen. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Interview. Wir freuen uns auch und ich komme auch gleich zur ersten Frage. Warum rückt das Thema Schwangerschaft und Geburt bei Menschen mit spinaler Muskelatrophie immer mehr in den Vordergrund? Bei der spinalen Muskelatrophie handelt es sich ja um eine erbliche Erkrankung. Und die hat ein sehr breites klinisches Bild. In der schwersten Form sind die Kinder früher im Alter von 2 Jahren, dadurch, dass die Atmung versagt hat, verstorben. Und insofern war dann Schwangerschaft in der Patientengruppe natürlich kein Thema. Und auch bei den milderen Formen eigentlich nur in Einzelfällen, weil es sich ja, egal wie schwer man von der Erkrankung betroffen war, um eine fortschreitende Erkrankung gehandelt hat. Dadurch, dass wir jetzt wirksame Therapien zur Behandlung dieser Erkrankung haben, rückt allerdings der Wunsch nach Schwangerschaft und Elternschaft bei den Patientinnen und Patienten zunehmend in den Vordergrund. Wie beraten Sie junge Frauen und natürlich auch Männer mit SMA, die einen Kinderwunsch haben, besonders im Hinblick auf die unterschiedlichen Risiken für die Frau und das Kind? Früher habe ich das mit den Patienten niemals von mir aus direkt angesprochen, aber inzwischen haben mich so viele Patienten exakt danach gefragt, dass ich das Thema jetzt mittlerweile aktiv mit jedem neuen Patienten und Patientin anspreche. Erfreulicherweise weiß man aus älteren Publikationen, dass die Kinder von SMA-Patientinnen kein höheres Risiko jetzt für andere Erkrankungen oder Probleme bei der Geburt haben, als es in der Normalbevölkerung auftritt. Und die neuen SMA-Therapien, die wir inzwischen haben, die können den Patientinnen helfen, eine Zunahme der Muskelschwäche nach der Geburt, die häufig schon während der Schwangerschaft beginnt, etwas abzufangen. Also ich würde den Patientinnen und Patienten immer dazu raten, dass Schwangerschaft und Elternschaft absolut möglich sind und dass sie das ruhig tun sollen. Wichtig ist allerdings im Vorfeld eine genetische Beratung. Die spinale Muskelatrophie ist eine autosomal rezessive Erkrankung und eine Patientin gibt immer ein defektes SMN1-Gen an ihre Nachkommen weiter. Wenn der Partner kein Träger ist, sind die Kinder nur Träger, aber gesund. Wenn der Partner auch Träger ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder auch betroffen sind. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass dieses Wissen um die Genetik in der Familie nicht verloren geht, da alle Kinder von SMA-Patienten und Patientinnen obligat Träger für die Erkrankung sind. Aber da die selber dann nicht betroffen sind, geht das Wissen manchmal über die Generationen verloren. Deswegen ist es wichtig, dass das Bewusstsein dafür erhalten bleibt. Gibt es für Schwangere mit SMA besondere medizinische Vorsorgemaßnahmen? Besondere Vorsorgemaßnahmen oder Untersuchungen während der Schwangerschaft spezifisch für SMA gibt es nicht. Aber Schwangere mit SMA sind eigentlich per se immer als Risikoschwangere einzuordnen und haben dementsprechend dann häufigere Untersuchungen und häufigere Follow-ups als andere Schwangere. Und seitens des behandelnden Gynäkologen ist unbedingt eine Abstimmung mit dem behandelnden neuromuskulären Spezialisten sinnvoll und sollte auch unbedingt stattfinden. Welche Rolle spielt denn die SMA-Therapie während der Schwangerschaft? Sollte sie vielleicht angepasst werden? Für Erwachsene aktuell zwei Therapien, eine, die oral verabreicht wird und eine, die intrathekal, das heißt direkt in den Spinalkanal verabreicht wird. Die in den Spinalkanal verabreicht wird, überschreitet nicht in relevantem Maße die Blut-Hirn-Schranke. Und die andere, die oral eingenommen wird, ist im ganzen Körper wirksam. Also die muss auf jeden Fall pausiert werden, weil da Tierversuchsdaten für die orale Therapie das Risiko von der embryofetalen Toxizität bei Frauen und auch ein potenzielles Fruchtbarkeitsrisiko bei Männern nahelegen, sodass bei Patientinnen, die die orale Therapie bekommen, eine sichere Empfängnisverhütung sowie eine Unterbrechung der Therapie für mindestens einen Monat vor dem Versuch einer Empfängnis zu empfehlen ist. Und bei männlichen Patienten, die eine Vaterschaft planen, für 4 Monate. In Anbetracht der bislang vorliegenden Tierversuchsdaten und der Real-World-Daten, das heißt die Daten, die von den behandelten Patienten bisher zur Verfügung stehen, scheint es allerdings weitgehend sicher zu sein,
den Patientinnen, die die intrathekale Therapie bekommen, zu raten, diese erst dann abzusetzen, wenn die Schwangerschaft denn eingetreten ist. Und dann für die Dauer von Schwangerschaft und Stillzeit, die man dann eher kürzer halten sollte, zu pausieren, aber nicht schon als Vorsichtsmaßnahme vor der Schwangerschaft, um zu vermeiden, dass der behandlungsfreie Intervall zu groß wird und dadurch eine irreversible Verschlechterung der Kraft und der motorischen Funktion eintritt. Kann eine Frau mit SMA natürlich entbinden oder ist dann ein Kaiserschnitt notwendig? In der Theorie ja, ich rate jedem SMA-Patienten zu einem Kaiserschnitt, insbesondere natürlich für Rollstuhlfahrerinnen, aber auch für gehfähige Patienten, um die Risiken bei Mutter und Kind zu minimieren, weil es besteht auf jeden Fall eine muskuläre Schwäche, die das Pressen schwieriger macht. Und je länger der Geburtsvorgang geht, desto schlechter ist es für Mutter und Kind. Also ich sage jedem, ich würde einen Kaiserschnitt machen. Kann es nach einer Schwangerschaft bzw. Geburt zu einer Verschlechterung der muskulären Situation einer SMA-Mutter kommen? Haben Sie da spezifische Beobachtungen gemacht? Bisher gibt es nur wenige Daten, die Neurologen oder Geburtshelfer bei der Beratung ihrer SMA-Patientinnen zu Fragen von Schwangerschaft und Geburt unterstützen können. Die meisten der Daten, die wir haben, sind anekdotisch und basieren auf kleinen Fallserien in relativ heterogenen SMA-Populationen, wo man nicht weiß, ob da jeder tatsächlich auch einen genetischen Test hatte, und aus einer Zeit, bevor die ganzen medikamentösen Behandlungsoptionen verfügbar waren. Und die wenigen Studien, die es gibt, haben aber gezeigt, dass das Outcome für Mutter und Kind bei der Mehrheit der Patienten tatsächlich positiv ist, auch bei schwer betroffenen Patienten, die auf den Rollstuhl angewiesen sind. Was man allerdings in über 40% der beschriebenen Schwangerschaften gesehen hat, war eine vorübergehende oder auch leider dauerhafte Verschlechterung der motorischen Funktion und Kraft während und nach der Schwangerschaft. Und vor dem Hintergrund ist es, wie bereits erwähnt, wichtig, die Patientin entsprechend zu beraten, die intrathekale Therapie erst bei Eintritt der Schwangerschaft zu passieren und nach Geburt und Stillzeit sofort wieder zu beginnen, um eben das abzufangen. Das heißt, Sie würden Müttern mit SMA dazu raten, nicht zu lange zu stillen. Kann man das so sagen? Kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie die motorische Funktion aktuell ist. Aber ich denke, ein ganz wichtiges Ziel ist natürlich, dass die Mütter ihr Kind auch zumindest mitversorgen können. Und da ist es, finde ich, ein ganz wichtiges Therapieziel, eine Verschlechterung so gut wie möglich zu vermeiden. Also da würde ich also jetzt lieber sagen, lieber stillt mal ein bisschen kürzer und hat dann die nächsten Jahre einfach mehr Kraft für das Kind. Ähm, also das wäre jetzt mein Ratschlag, aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Sie haben zuvor die Betreuung angesprochen. Was könnten denn Maßnahmen sein, wie man sich im Alltag helfen kann? Ich denke, da sind die Selbsthilfegruppen sehr aktiv. Also da ist es sicher sinnvoll, sich an Selbsthilfegruppen zu wenden und da auch mit Patientinnen, die schon Mutter geworden sind mit SMA. Da gibt es einige, es gibt auch auf Social Media einige, denen man da folgen kann. Und ich kenne eine Patientin, die hat was entwickelt oder sich was bauen lassen, womit man den Kinderwagen an den Rollstuhl anmontieren konnte, sodass sie mit dem Kind allein rausfahren konnte. Also gibt es viele Ideen, aber die bekommt man eher von der Patientenseite tatsächlich, so diese praktischen Alltagsideen, wie man das mit dem Kind am besten macht. Was sagen denn Ihre Kolleginnen und Kollegen? Wird das Thema Schwangerschaft mit SMA aktiv angesprochen oder ist das doch zu sehr ein Tabu? Ich denke, die meisten SMA-Patienten und Patientinnen werden von Spezialisten betreut, die sich dessen wirklich bewusst sind. Insgesamt muss man sagen, nur Mut und keine Tabuisierung. Es ist ein wirklich wichtiges Thema und sollte immer Teil des Beratungsgesprächs sein. Aber wie gesagt, es kam tatsächlich dazu, dass die Patienten ganz aktiv auf mich zugekommen sind. Ich glaube, wo die Awareness noch nicht ganz groß genug ist im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin. Im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin mit Betroffenen mit SMA, da denkt irgendwie keiner erstmal an eine Schwangerschaft. Das ist aber schon wichtig, das auch in dem Alter mit 15, 16 schon mal anzusprechen, weil das auch einen Einfluss auf die Therapieplanung hat und man sich das auch da schon mal überlegen sollte. Was möchten Sie Frauen und natürlich auch Männern mit SMA zum Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft und Elternschaft noch gerne mitgeben? Für mich ist, dass wir die SMA jetzt wirklich effektiv behandeln können.
die tollste Entwicklung der letzten 30 Jahre, seit ich in meinem Beruf bin tatsächlich. Und es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, mit dieser Erkrankung nicht Mutter oder Vater zu werden. Und die Patienten, die das realisiert haben, die machen das alle ganz toll und sind sehr glücklich damit. Dann bleibt mir nur noch, mich zu bedanken für das informative Gespräch und alles Gute nach München zu wünschen. Gerne. Ja, das war wieder Musculus. Wie immer der Hinweis darauf, dass Sie in der Infobox nähere Informationen finden und wie immer auch die Bitte, denken Sie an ein Gefällt mir oder ein Abo von unserem Kanal und wie immer denken Sie dran, Wissen hilft.